Hallo zusammen und herzlich willkommen. Heute gibt ein wichtiges Thema. Es ist Präpositionen mit Akkusativ. Präpositionen sind wie kleine Verbindungen im Satz. In diesem Video lernst du wichtige Präpositionen mit Akkusativ. Für, bis, durch, gegen, ohne und entlang. Für jede Präposition gibt es 20 einfache Beispiele mit Fragen und Antworten. Ich habe Akkusativ grün markiert und die Präpositionen auch und die Fragenwörter rot markiert. Für jedem Beispiel gibt es ein passendes Bild. So lernst du die Sätze einfach, leichter, schneller und mit Spaß. Also, los geht's. Also, die erste Präposition ist für. Für. Was kaufst du für deine Mutter? Was kaufst du für deine Mutter? Ich kaufe Blumen für meine Mutter. Ich kaufe Blumen für meine Mutter. Was kaufst du für deinen Vater? Was kaufst du für deinen Vater? Ich kaufe ein Buch für meinen Vater. Ich kaufe ein Buch für meinen Vater. Was kochst du für deine Kinder? Was kochst du für deine Kinder? Ich koche Suppe für meine Kinder. Ich koche Suppe für meine Kinder. Was brauchst du für den Unterricht? Was brauchst du für den Unterricht? Ich brauche ein Heft für den Unterricht. Ich brauche ein Heft für den Unterricht. Was machst du für deine Familie? Was machst du für deine Familie? Ich koche heute für meine Familie. Ich koche heute für meine Familie. Was lernst du für die Prüfung? Was lernst du für die Prüfung? Ich lerne neue Wörter für die Prüfung. Ich lerne neue Wörter für die Prüfung. Was bringst du für deinen Bruder mit? Was bringst du für deinen Bruder mit? Ich bringe Kaffee für meinen Bruder mit. Ich bringe Kaffee für meinen Bruder mit. Was schreibst du für deinen Lehrer? Was schreibst du für deinen Lehrer? Ich schreibe eine E-Mail für meinen Lehrer. Ich schreibe eine E-Mail für meinen Lehrer. Was suchst du für deine Schwester? Was suchst du für deine Schwester? Ich suche ein Geschenk für meine Schwester. Ich suche ein Geschenk für meine Schwester. Was machst du für den Geburtstag? Was machst du für den Geburtstag? Ich backe einen Kuchen für den Geburtstag. Ich backe einen Kuchen für den Geburtstag. Wo kaufst du Brot für das Frühstück? Wo kaufst du Brot für das Frühstück? Ich kaufe Brot im Supermarkt für das Frühstück. Ich kaufe Brot im Supermarkt für das Frühstück. Wo kaufst du ein Geschenk für deinen Freund? Wo kaufst du ein Geschenk für deinen Freund? Ich kaufe ein Geschenk im Laden für meinen Freund. Ich kaufe ein Geschenk im Laden für meinen Freund. Wann lernst du für den Test? Wann lernst du für den Test? Ich lerne heute Abend für den Test.
Ich lerne heute Abend für den Test. Wann kochst du für deine Gäste? Wann kochst du für deine Gäste? Ich koche am Samstag für meine Gäste. Ich koche am Samstag für meine Gäste. Warum lernst du für die Prüfung? Warum lernst du für die Prüfung? Ich lerne für die Prüfung, weil sie wichtig ist. Ich lerne für die Prüfung, weil sie wichtig ist. Warum sparst du Geld für ein Auto? Warum sparst du Geld für ein Auto? Ich spare Geld für ein Auto, weil ich eins brauche. Ich spare Geld für ein Auto, weil ich eins brauche. Wie viel bezahlst du für das Ticket? Wie viel bezahlst du für das Ticket? Ich bezahle 20 Euro für das Ticket. Ich bezahle 20 Euro für das Ticket. Wie viel zahlst du für den Kurs? Wie viel zahlst du für den Kurs? Ich zahle 50 Euro für den Kurs. Ich zahle 50 Euro für den Kurs. Wie übst du für das Gespräch? Wie übst du für das Gespräch? Ich übe laut für das Gespräch. Ich übe laut für das Gespräch. Wohin bringst du das Essen für deinen Nachbarn? Wohin bringst du das Essen für deinen Nachbarn? Ich bringe das Essen für meinen Nachbarn nach Hause. Ich bringe das Essen für meinen Nachbarn nach Hause. Die zweite Präposition ist um. Um. Wann kommst du? Wann kommst du? Ich komme morgen um 8 Uhr. Ich komme morgen um 8 Uhr. Wann beginnt der Kurs? Wann beginnt der Kurs? Der Kurs beginnt heute um 9 Uhr. Der Kurs beginnt heute um 9 Uhr. Wann fährt der Bus? Wann fährt der Bus? Der Bus fährt morgen um 7 Uhr. Der Bus fährt morgen um 7 Uhr. Wann gehst du schlafen? Wann gehst du schlafen? Ich gehe heute um 22 Uhr schlafen. Ich gehe heute um 22 Uhr schlafen. Wann treffen wir uns? Wann treffen wir uns? Wir treffen uns am Freitag um 18 Uhr. Wir treffen uns am Freitag um 18 Uhr. Was machst du um 12 Uhr? Was machst du um 12 Uhr? Ich esse um 12 Uhr Mittag. Ich esse um 12 Uhr Mittag. Was machst du um 20 Uhr? Was machst du um 20 Uhr? Ich sehe um 20 Uhr einen Film. Ich sehe um 20 Uhr einen Film. Was machst du um 6 Uhr morgens? Was machst du um 6 Uhr morgens? Ich stehe um 6 Uhr morgens auf. Ich stehe um 6 Uhr morgens auf. Wo sitzt die Familie? Wo sitzt die Familie? Die Familie sitzt in der Küche um den Tisch.
Die Familie sitzt in der Küche um den Tisch. Wo laufen die Kinder? Wo laufen die Kinder? Die Kinder laufen im Garten um den Baum. Die Kinder laufen im Garten um den Baum. Wo gehst du? Wo gehst du? Ich gehe im Park um den See. Ich gehe im Park um den See. Wo fahren wir? Wo fahren wir? Wir fahren mit dem Auto um die Stadt. Wir fahren mit dem Auto um die Stadt. Wohin gehst du? Wohin gehst du? Ich gehe um die Ecke zum Bäcker. Ich gehe um die Ecke zum Bäcker. Wohin läuft der Hund? Wohin läuft der Hund? Der Hund läuft um das Haus in den Garten. Der Hund läuft um das Haus in den Garten. Warum gehst du um den Park? Warum gehst du um den Park? Ich gehe um den Park, weil der Weg schön ist. Ich gehe um den Park, weil der Weg schön ist. Warum fährt der Bus um das Zentrum? Warum fährt der Bus um das Zentrum? Der Bus fährt um das Zentrum, weil die Straße gesperrt ist. Der Bus fährt um das Zentrum, weil die Straße gesperrt ist. Wie lange gehst du um den See? Wie lange gehst du um den See? Ich gehe 30 Minuten um den See. Ich gehe 30 Minuten um den See. Wie kommst du um die Kurve? Wie kommst du um die Kurve? Ich komme langsam um die Kurve. Ich komme langsam um die Kurve. Dritte Präposition mit Akkusativ ist bis. Bis. Wie lange arbeitest du heute? Wie lange arbeitest du heute? Ich arbeite heute bis 18 Uhr. Ich arbeite heute bis 18 Uhr. Wie lange bleibst du hier? Wie lange bleibst du hier? Ich bleibe bis morgen hier. Ich bleibe bis morgen hier. Wie lange lernst du heute? Wie lange lernst du heute? Ich lerne heute bis Mitternacht. Ich lerne heute bis Mitternacht. Wie lange wartest du heute? Wie lange wartest du heute? Ich warte heute bis 20 Uhr. Ich warte heute bis 20 Uhr. Wie lange schläfst du am Sonntag? Wie lange schläfst du am Sonntag? Ich schlafe am Sonntag bis 9 Uhr. Ich schlafe am Sonntag bis 9 Uhr. Was machst du bis morgen? Was machst du bis morgen? Ich mache meine Hausaufgaben bis morgen. Ich mache meine Hausaufgaben bis morgen. Was schreibst du bis Freitag? Was schreibst du bis Freitag? Ich schreibe den Brief bis Freitag. Ich schreibe den Brief bis Freitag. Was lernst du bis nächste Woche?
Was lernst du bis nächste Woche? Ich lerne 50 Wörter bis nächste Woche. Ich lerne 50 Wörter bis nächste Woche. Was erledigst du bis heute Abend? Was erledigst du bis heute Abend? Ich erledige die Arbeit bis heute Abend. Ich erledige die Arbeit bis heute Abend. Was kaufst du bis Samstag? Was kaufst du bis Samstag? Ich kaufe ein Geschenk bis Samstag. Ich kaufe ein Geschenk bis Samstag. Wie lange bleibst du in Berlin? Wie lange bleibst du in Berlin? Ich bleibe bis Montag in Berlin. Ich bleibe bis Montag in Berlin. Wie lange wartest du hier? Wie lange wartest du hier? Ich warte noch bis 16 Uhr. Ich warte noch bis 16 Uhr. Wie lange lernst du weiter? Wie lange lernst du weiter? Ich lerne bis zur Pause weiter. Ich lerne bis zur Pause weiter. Wie lange arbeitest du diese Woche? Wie lange arbeitest du diese Woche? Ich arbeite bis zum Wochenende jeden Tag. Ich arbeite bis zum Wochenende jeden Tag. Warum bleibst du bis Freitag? Warum bleibst du bis Freitag? Ich bleibe bis Freitag, weil ich arbeiten muss. Ich bleibe bis Freitag, weil ich arbeiten muss. Warum wartest du bis morgen? Warum wartest du bis morgen? Ich warte bis morgen, weil ich Zeit brauche. Ich warte bis morgen, weil ich Zeit brauche. Warum lernst du bis spät in die Nacht? Warum lernst du bis spät in die Nacht? Ich lerne bis spät in die Nacht, weil ich eine Prüfung habe. Ich lerne bis spät in die Nacht, weil ich eine Prüfung habe. Wo bleibst du bis morgen? Wo bleibst du bis morgen? Ich bleibe bis morgen zu Hause. Ich bleibe bis morgen zu Hause. Wo wartest du bis 18 Uhr? Wo wartest du bis 18 Uhr? Ich warte bis 18 Uhr am Bahnhof. Ich warte bis 18 Uhr am Bahnhof. Was machst du bis heute Abend? Was machst du bis heute Abend? Ich bleibe bis heute Abend zu Hause. Ich bleibe bis heute Abend zu Hause. Vierte Präposition mit Akkusativ durch. Durch. Oder manche sagen durch. Durch. Wohin gehst du durch den Park? Wohin gehst du durch den Park? Ich gehe durch den Park zum Bahnhof. Ich gehe durch den Park zum Bahnhof. Wohin fährst du durch die Stadt? Wohin fährst du durch die Stadt? Ich fahre durch die Stadt zur Arbeit. Ich fahre durch die Stadt zur Arbeit. Wohin läuft das Kind durch den Garten? Wohin läuft das Kind durch den Garten? Das Kind läuft durch den Garten zum Haus. Das Kind läuft durch den Garten zum Haus.
Wohin geht Lisa durch die Tür? Wohin geht Lisa durch die Tür? Lisa geht durch die Tür ins Zimmer. Lisa geht durch die Tür ins Zimmer. Wohin gehst du durch den Eingang? Wohin gehst du durch den Eingang? Ich gehe durch den Eingang ins Gebäude. Ich gehe durch den Eingang ins Gebäude. Wo gehst du? Wo gehst du? Ich gehe jeden Morgen durch den Park. Ich gehe jeden Morgen durch den Park. Wo läuft der Hund? Wo läuft der Hund? Der Hund läuft durch den Garten. Der Hund läuft durch den Garten. Wo geht der Mann? Wo geht der Mann? Der Mann geht durch die kleine Straße. Der Mann geht durch die kleine Straße. Wo fährt der Zug? Wo fährt der Zug? Der Zug fährt durch den langen Tunnel. Der Zug fährt durch den langen Tunnel. Wann gehst du durch den Park? Wann gehst du durch den Park? Ich gehe am Morgen durch den Park. Ich gehe am Morgen durch den Park. Wann fährst du durch die Stadt? Wann fährst du durch die Stadt? Ich fahre am Nachmittag durch die Stadt. Ich fahre am Nachmittag durch die Stadt. Wann läufst du durch den Wald? Wann läufst du durch den Wald? Ich laufe am Wochenende durch den Wald. Ich laufe am Wochenende durch den Wald. Was siehst du durch das Fenster? Was siehst du durch das Fenster? Ich sehe den Garten durch das Fenster. Ich sehe den Garten durch das Fenster. Was hörst du durch die Wand? Was hörst du durch die Wand? Ich höre Musik durch die Wand. Ich höre Musik durch die Wand. Warum gehst du durch den Park? Warum gehst du durch den Park? Ich gehe durch den Park, weil der Weg kurz ist. Ich gehe durch den Park, weil der Weg kurz ist. Warum fährst du durch die Stadt? Warum fährst du durch die Stadt? Ich fahre durch die Stadt, weil ich einkaufen möchte. Ich fahre durch die Stadt, weil ich einkaufen möchte. Wie fährst du durch den Tunnel? Wie fährst du durch den Tunnel? Ich fahre langsam durch den Tunnel. Ich fahre langsam durch den Tunnel. 5. Präposition mit Akkusativ gegen. Gegen. Wann spielst du gegen deinen Freund? Wann spielst du gegen deinen Freund? Ich spiele heute gegen meinen Freund. Ich spiele heute gegen meinen Freund. Wann spielt Deutschland gegen Frankreich? Wann spielt Deutschland gegen Frankreich? Deutschland spielt morgen gegen Frankreich. Deutschland spielt morgen gegen Frankreich. Wann kämpft die Mannschaft gegen den Gegner? Wann kämpft die Mannschaft gegen den Gegner?
Die Mannschaft kämpft am Samstag gegen den Gegner. Die Mannschaft kämpft am Samstag gegen den Gegner. Wann bist du gegen den Vorschlag? Wann bist du gegen den Vorschlag? Ich bin gegen den Vorschlag, wenn er unfair ist. Ich bin gegen den Vorschlag, wenn er unfair ist. Was hast du gegen den Plan? Was hast du gegen den Plan? Ich habe nichts gegen den Plan. Ich habe nichts gegen den Plan. Was nimmst du gegen den Husten? Was nimmst du gegen den Husten? Ich nehme Tee gegen den Husten. Ich nehme Tee gegen den Husten. Was machst du gegen die Müdigkeit? Was machst du gegen die Müdigkeit? Ich trinke Kaffee gegen die Müdigkeit. Ich trinke Kaffee gegen die Müdigkeit. Was hilft gegen den Schmerz? Was hilft gegen den Schmerz? Ruhe hilft gegen den Schmerz. Ruhe hilft gegen den Schmerz. Was hilft gegen das Problem? Was hilft gegen das Problem? Ein Gespräch hilft gegen das Problem. Ein Gespräch hilft gegen das Problem. Was sagst du gegen diese Idee? Was sagst du gegen diese Idee? Ich sage nichts gegen diese Idee. Ich sage nichts gegen diese Idee. Warum bist du gegen den Plan? Warum bist du gegen den Plan? Ich bin gegen den Plan, weil er teuer ist. Ich bin gegen den Plan, weil er teuer ist. Warum bist du gegen das Rauchen? Warum bist du gegen das Rauchen? Ich bin gegen das Rauchen, weil es ungesund ist. Ich bin gegen das Rauchen, weil es ungesund ist. Warum spielt ihr gegen die andere Klasse? Warum spielt ihr gegen die andere Klasse? Wir spielen gegen die andere Klasse, weil es ein Turnier gibt. Wir spielen gegen die andere Klasse, weil es ein Turnier gibt. Warum läuft der Junge gegen die Tür? Warum läuft der Junge gegen die Tür? Der Junge läuft gegen die Tür, weil er nicht aufpasst. Der Junge läuft gegen die Tür, weil er nicht aufpasst. Wo spielt ihr gegen die Mannschaft? Wo spielt ihr gegen die Mannschaft? Wir spielen im Stadion gegen die Mannschaft. Wir spielen im Stadion gegen die Mannschaft. Wo fährt das Auto gegen die Wand? Wo fährt das Auto gegen die Wand? Das Auto fährt in der Garage gegen die Wand. Das Auto fährt in der Garage gegen die Wand. Wie spielst du gegen deinen Bruder? Wie spielst du gegen deinen Bruder? Ich spiele ruhig gegen meinen Bruder. Ich spiele ruhig gegen meinen Bruder. Wie kämpft die Mannschaft gegen den Gegner? Wie kämpft die Mannschaft gegen den Gegner? Die Mannschaft kämpft stark gegen den Gegner. Die Mannschaft kämpft stark gegen den Gegner. Wie viel nimmst du gegen den Schmerz? Wie viel nimmst du gegen den Schmerz?
Ich nehme eine Tablette gegen den Schmerz. Ich nehme eine Tablette gegen den Schmerz. Wie oft spielst du gegen deinen Freund? Wie oft spielst du gegen deinen Freund? Ich spiele zweimal pro Woche gegen meinen Freund. Ich spiele zweimal pro Woche gegen meinen Freund. Sechste Präposition mit Akkusativ ohne. Ohne. Wann gehst du ohne Jacke raus? Wann gehst du ohne Jacke raus? Ich gehe heute ohne Jacke raus. Ich gehe heute ohne Jacke raus. Wann fährst du ohne dein Auto? Wann fährst du ohne dein Auto? Ich fahre morgen ohne mein Auto. Ich fahre morgen ohne mein Auto. Wann lernst du ohne Handy? Wann lernst du ohne Handy? Ich lerne abends ohne Handy. Ich lerne abends ohne Handy. Wann gehst du ohne deinen Bruder einkaufen? Wann gehst du ohne deinen Bruder einkaufen? Ich gehe heute ohne meinen Bruder einkaufen. Ich gehe heute ohne meinen Bruder einkaufen. Was trinkst du ohne Zucker? Was trinkst du ohne Zucker? Ich trinke Kaffee ohne Zucker. Ich trinke Kaffee ohne Zucker. Was isst du ohne Fleisch? Was isst du ohne Fleisch? Ich esse Gemüse ohne Fleisch. Ich esse Gemüse ohne Fleisch. Was machst du ohne Hilfe? Was machst du ohne Hilfe? Ich mache die Aufgabe ohne Hilfe. Ich mache die Aufgabe ohne Hilfe. Was lernst du ohne Lehrer? Was lernst du ohne Lehrer? Ich lerne Deutsch ohne Lehrer. Ich lerne Deutsch ohne Lehrer. Was schreibst du ohne Fehler? Was schreibst du ohne Fehler? Ich schreibe den Satz ohne Fehler. Ich schreibe den Satz ohne Fehler. Was kaufst du ohne Geld? Was kaufst du ohne Geld? Ich kaufe nichts ohne Geld. Ich kaufe nichts ohne Geld. Wo sitzt du ohne deine Freunde? Wo sitzt du ohne deine Freunde? Ich sitze im Café ohne meine Freunde. Ich sitze im Café ohne meine Freunde. Wo wartest du ohne deine Schwester? Wo wartest du ohne deine Schwester? Ich warte am Bahnhof ohne meine Schwester. Ich warte am Bahnhof ohne meine Schwester. Wo lernst du ohne Lärm? Wo lernst du ohne Lärm? Ich lerne zu Hause ohne Lärm. Ich lerne zu Hause ohne Lärm. Wo arbeitest du ohne Computer? Wo arbeitest du ohne Computer? Ich arbeite heute im Büro ohne Computer. Ich arbeite heute im Büro ohne Computer. Warum gehst du ohne Tasche? Warum gehst du ohne Tasche? Ich gehe ohne Tasche, weil ich nichts brauche.
Ich gehe ohne Tasche, weil ich nichts brauche. Warum trinkst du Tee ohne Zucker? Warum trinkst du Tee ohne Zucker? Ich trinke Tee ohne Zucker, weil ich gesund leben möchte. Ich trinke Tee ohne Zucker, weil ich gesund leben möchte. Warum kommst du ohne deinen Freund? Warum kommst du ohne deinen Freund? Ich komme ohne meinen Freund, weil er krank ist. Ich komme ohne meinen Freund, weil er krank ist. Wie lernst du ohne Kurs? Wie lernst du ohne Kurs? Ich lerne mit Videos ohne Kurs. Ich lerne mit Videos ohne Kurs. Wie kochst du ohne Rezept? Wie kochst du ohne Rezept? Ich koche einfach ohne Rezept. Ich koche einfach ohne Rezept. Und die letzte Präposition mit Akkusativ entlang. Entlang. Wohin gehst du die Straße entlang? Wohin gehst du die Straße entlang? Ich gehe die Straße entlang zum Supermarkt. Ich gehe die Straße entlang zum Supermarkt. Wohin läufst du den Fluss entlang? Wohin läufst du den Fluss entlang? Ich laufe den Fluss entlang nach Hause. Ich laufe den Fluss entlang nach Hause. Wohin fährt das Auto die Straße entlang? Wohin fährt das Auto die Straße entlang? Das Auto fährt die Straße entlang zum Bahnhof. Das Auto fährt die Straße entlang zum Bahnhof. Wohin geht Lisa den Weg entlang? Wohin geht Lisa den Weg entlang? Lisa geht den Weg entlang zur Schule. Lisa geht den Weg entlang zur Schule. Wohin läuft der Hund den Zaun entlang? Wohin läuft der Hund den Zaun entlang? Der Hund läuft den Zaun entlang in den Garten. Der Hund läuft den Zaun entlang in den Garten. Wo gehst du die Straße entlang? Wo gehst du die Straße entlang? Ich gehe in der Innenstadt die Straße entlang. Ich gehe in der Innenstadt die Straße entlang. Wo läuft der Mann den Fluss entlang? Wo läuft der Mann den Fluss entlang? Der Mann läuft im Park den Fluss entlang. Der Mann läuft im Park den Fluss entlang. Wo fährt das Fahrrad den Weg entlang? Wo fährt das Fahrrad den Weg entlang? Das Fahrrad fährt den Radweg entlang. Das Fahrrad fährt den Radweg entlang. Wo gehen die Kinder den Strand entlang? Wo gehen die Kinder den Strand entlang? Die Kinder gehen am Meer den Strand entlang. Die Kinder gehen am Meer den Strand entlang. Wann gehst du die Straße entlang? Wann gehst du die Straße entlang? Ich gehe am Morgen die Straße entlang. Ich gehe am Morgen die Straße entlang. Wann läufst du den Fluss entlang? Wann läufst du den Fluss entlang? Ich laufe am Abend den Fluss entlang.
Ich laufe am Abend den Fluss entlang. Wann gehen wir den Weg entlang? Wann gehen wir den Weg entlang? Wir gehen am Sonntag den Weg entlang. Wir gehen am Sonntag den Weg entlang. Wann fährt der Bus die Hauptstraße entlang? Wann fährt der Bus die Hauptstraße entlang? Der Bus fährt jeden Morgen die Hauptstraße entlang. Der Bus fährt jeden Morgen die Hauptstraße entlang. Was siehst du die Straße entlang? Was siehst du die Straße entlang? Ich sehe viele Geschäfte die Straße entlang. Ich sehe viele Geschäfte die Straße entlang. Was findest du den Weg entlang? Was findest du den Weg entlang? Ich finde kleine Cafés den Weg entlang. Ich finde kleine Cafés den Weg entlang. Warum gehst du den Fluss entlang? Warum gehst du den Fluss entlang? Ich gehe den Fluss entlang, weil es ruhig ist. Ich gehe den Fluss entlang, weil es ruhig ist. Warum läufst du die Straße entlang? Warum läufst du die Straße entlang? Ich laufe die Straße entlang, weil mein Haus dort ist. Ich laufe die Straße entlang, weil mein Haus dort ist. Wie lange gehst du den Weg entlang? Wie lange gehst du den Weg entlang? Ich gehe 10 Minuten den Weg entlang. Ich gehe 10 Minuten den Weg entlang. Wie gehst du die Straße entlang? Wie gehst du die Straße entlang? Ich gehe langsam die Straße entlang. Ich gehe langsam die Straße entlang. Also, das war unser Video für heute. Präpositionen mit Akkusativ. Heute hast du wichtige Präpositionen mit Akkusativ gelernt. Für, bis, durch, gegen, ohne und entlang. Wiederhole die Beispiele mehrmals und sprich die Sätze laut mit. Schreib mir in die Kommentare, welche Präposition ist für dich am schwierigsten. Wenn dir das Video geholfen hat, gib mir ein Like und abonniere den Kanal und vielen Dank fürs Zuschauen und bis nächstes Mal. Ciao.